Hallo, heute stellen wir eine Demo zur Datenanalyse eines Einkaufsprozesses und insbesondere zum Maverick Buying vor. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Daten, die wir für diese Analyse verwenden werden. Metalworks ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Metallteilen für Autos spezialisiert hat. Hier finden Sie einen Überblick über den Beschaffungsprozess in unserem Unternehmen. Der Beschaffungsprozess beginnt, wenn eine Abteilung oder ein Geschäftsbereich einen Bedarf an einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Dienstleistung feststellt, zum Beispiel an Rohstoffen, Maschinen oder Büromaterial. Sobald der Bedarf festgestellt wurde, erstellt die Abteilung oder der Geschäftsbereich eine Bestellanforderung, das heißt eine formelle Anfrage für das Produkt oder die Dienstleistung. Die Bestellanforderung enthält Details wie die Menge, die Beschreibung und das Lieferdatum für das Produkt oder die Dienstleistung sowie alle anderen relevanten Informationen. Die Bestellanforderung wird dann von den entsprechenden Beteiligten, zum Beispiel der Abteilungs- oder Einkaufsleitung, geprüft und genehmigt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kauf mit den Beschaffungsrichtlinien und dem Budget des Unternehmens übereinstimmt. Nach der Genehmigung der Bestellanforderung ermittelt das Beschaffungsteam potenzielle Lieferanten für das Produkt oder die Dienstleistung. Dazu können Nachforschungen angestellt, Angebote eingeholt oder bestehende Lieferantenbeziehungen ausgewertet werden. In unserem Fall gibt es einen Katalog ausgewählter Lieferanten für den meisten Bedarf. Der Kauf außerhalb des Katalogs sollte nur in einigen besonderen Fällen erfolgen. Das Beschaffungsteam erstellt eine Bestellung, die eine formelle Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Lieferanten über den Kauf des Produkts oder der Dienstleistung darstellt. Die Bestellung enthält Details wie die Menge, die Beschreibung und das Lieferdatum für das Produkt oder die Dienstleistung sowie die vereinbarten Bedingungen und Konditionen. Die Bestellposition wird von dem entsprechenden Beteiligten geprüft und genehmigt. Der Lieferant liefert das Produkt oder die Dienstleistung an das Unternehmen, und das Unternehmen prüft, ob das Produkt oder die Dienstleistung den in der Bestellung angegebenen Spezifikationen entspricht. Sobald das Produkt oder die Dienstleistung eingegangen und überprüft worden ist, legt der Lieferant dem Unternehmen eine Rechnung zur Zahlung vor. Die Rechnung wird automatisch mit der Bestellung abgeglichen und der Wareneingang und die Zahlung können als letzter Schritt bearbeitet werden. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass Metalworks die benötigten Produkte und Dienstleistungen zum bestmöglichen Preis erhält und gleichzeitig die Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien und Budgetvorgaben gewährleistet ist. Maverick Buying ist ein Begriff, der Einkäufe bezeichnet, die außerhalb des normalen Beschaffungsprozesses getätigt werden, oft ohne ordnungsgemäße Genehmigung, Verträge oder ausgehandelte Preise. Diese Einkäufe können von einzelnen Mitarbeitenden, Abteilungen oder Geschäftsbereichen getätigt werden und können Waren oder Dienstleistungen betreffen, die nicht in der Liste der zugelassenen Lieferanten des Unternehmens enthalten sind. Beschaffung außerhalb der Standardprozesse sind für Unternehmen aus mehreren Gründen ein Problem. Erstens kann es zu höheren Kosten führen, da Einkäufe außerhalb des normalen Beschaffungsprozesses möglicherweise nicht denselben ausgehandelten Preisen, Mengenrabatten oder Qualitätskontrollen unterliegen wie Einkäufe bei zugelassenen Lieferanten. Dies kann zu höheren Preisen, minderwertigen Waren oder Dienstleistungen oder anderen versteckten Kosten führen, die sich mit der Zeit summieren. Zweitens können unkonventionelle Einkäufe zu einem Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit im Beschaffungsprozess führen. Wenn Einkäufe außerhalb des normalen Prozesses getätigt werden, kann es für das Unternehmen schwierig sein, die Ausgaben zu verfolgen und zu verwalten oder die Leistung der Lieferanten zu überwachen. Drittens können eigenmächtige Einkäufe die Effizienz der Beschaffungsfunktion insgesamt untergraben. Durch die Umgehung des normalen Beschaffungsprozesses berauben die Mitarbeitenden das Unternehmen möglicherweise der Vorteile einer zentralisierten Beschaffungsfunktion, wie zum Beispiel verbesserte Effizienz, Kosteneinsparungen und bessere Lieferantenbeziehungen.
Schließlich können unkonventionelle Einkäufe rechtliche und Compliance-Risiken für das Unternehmen mit sich bringen. Für Einkäufe, die außerhalb des normalen Prozesses getätigt werden, gelten möglicherweise nicht dieselben rechtlichen und behördlichen Anforderungen wie für Einkäufe, die über zugelassene Lieferanten getätigt werden, wodurch sich das Unternehmen einer möglichen Haftung aussetzen kann. Insgesamt sind unkonventionelle Einkäufe für Unternehmen problematisch, da sie zu höheren Kosten, einer geringeren Qualität der Waren oder Dienstleistungen, einem Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit sowie zu rechtlichen und Compliance-Risiken führen können. Schauen wir uns an, wie wir mit unserer Process Mining-Lösung die wichtigsten Faktoren für unkonventionelle Einkäufe identifizieren können. Im Dashboard sehen wir 2000 Bestellungen, von denen 600 eine Art von Maverick Buying hatten. Wenn wir uns die nächste häufigste Prozessvariante ansehen, sehen wir direkt einen Fall von Maverick Buying. Bestellungen wurden ohne eine Bestellanforderung erstellt. Wenn wir uns alle Prozessvarianten ansehen, sehen wir, dass es weitere Fälle gibt, die im Maverick Buying enden. Dazu gehört die direkte Erstellung von Rechnungen, bevor Bestellanforderungen oder Bestellungen erstellt werden. Wir sehen, dass Verluste entstehen, weil wir zum Beispiel bei Lieferanten bestellt haben, die nicht in unserem Lieferantenkatalog standen. Das heißt, wir haben ausgehandelte Konditionen nicht genutzt. Wenn wir die Haupteinflussfaktoren von Maverick Buying für unseren Prozess anzeigen wollen, können wir die vorberechnete Information über das Vorhandensein von Maverick Buying in Kombination mit unserem Root Cause Analyzer verwenden. Schauen wir uns die Ergebnisse unseres Root Cause Analyzers an. Zu den Faktoren, die das Auftreten von Maverick Buying bedingen, gehören bestimmte Lieferanten, Materialnummern oder die Tatsache, dass wir außerhalb des Katalogs einkaufen. Die einflussreichste Ursache für Maverick Buying ist die Tatsache, dass die Bestellungen von unseren Mitarbeitergruppen 3 und 2 aufgegeben wurden. Die Präzision zeigt, dass nicht alle ihre Aufträge zu Maverick Buying führen. Werfen wir einen Blick auf die Kombinationen, die nur bei Maverick Buying auftreten. Wenn wir die Ergebnisse nach Präzision sortieren und eine bestimmte Kombination auswählen, zum Beispiel nicht im Katalog und vom Lieferanten 703.244 gekauft, sehen wir, dass die Präzision dieser Kombination 100% beträgt. Mit der Kombination von Power BI und unserem Root Cause Analyzer können Sie jede Dimension, die Sie in Ihrem Datenmodell haben, in die Analyse einbeziehen oder sie mit den fast unbegrenzten Datenkonnektoren, die Power BI bietet, leicht ergänzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Maverick Buying schwerwiegende Folgen für jedes Unternehmen haben kann. Durch den Einsatz von Process Mining erhalten Sie Einblick in Ihre Beschaffungsprozesse, können Bereiche identifizieren, in denen Maverick Buying vorkommt, und Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Process Mining Ihnen helfen kann, Ihre Prozesse zu optimieren, und zwar nicht nur im Einkauf, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal oder unsere Website. Sie können sich auch mit uns in Verbindung setzen, um eine kostenlose Testversion anzufordern. Vielen Dank fürs Zuschauen.